Was geht ab, Leute? Hier ist Setup. Das ist das Apps-Projekt und heute beenden wir diesen Golf. Nun, es ist abgeschlossen. Wir beenden also die letzte Folge dieses Golf Mark 6. Wie ihr sehen könnt, ist alles fertig. Wir haben die Scheinwerfer fertig, den Frontgrill, die Halterung, alles ist fertig, ebenso wie der Kotflügel, Wie ihr sehen könnt, hat er eine schöne und einheitliche Farbe. Und er sieht absolut umwerfend aus. Er sieht aus wie ein Biest. Wir haben die Blue Motion Frontstoßstange dran. An der Seite haben wir die Blue Motion Leichtmetallfelgen dran. Die Seitenschwelle angebracht. Wir haben auch den verlängerten Spoiler angebracht und er sieht gut aus. Kommt von hinten. Schauen wir mal, wie schön und klobig er aussieht. Das Auto muss jedoch nicht gewaschen und gereinigt werden, aber im Moment haben wir ein Problem mit der Airbag-Leuchte. Sie ist immer noch an. Wenn ich euch also zeige, der Innenraum jetzt gründlich gereinigt werden muss. Grund dafür ist, dass wir das Auto täglich benutzen. Das läuft wie ein Traum. Und wie Sie sehen, haben wir auch das Blue Motion Interieur. Das Armaturenbrett wurde komplett ausgetauscht. Alle Airbags, der Lenker-Airbag, die Sitze und die Kopf-Airbags. Okay, ich habe dieses OBD2-Lesegerät. Werde anschließen. Hier gibt es nur Kraftstoff. Schließen wir es also an. Angeschlossen. Im Idealfall gehen jetzt, wie Sie können, die Lichter an. Sobald ich das Auto starte. Oh, dieses Auto klingt so schön. Das ist die Handbremsleuchte, das ist die Airbag-Leuchte und das ist die Sicherheitsgurtleuchte. Diese beiden gehen auf. Diese hier geht jedoch nicht aus. Ich habe ein neues Airbag-Modul, das da hinten sitzt, sowie neue Airbags. Alles von einem Auto. Das Einzige, was ich jetzt noch tun muss, ist, das zurückzusetzen. Wir haben eine Wahl, ein bisschen Verbindung hergestellt. Du bist gut verbunden. Wenn ich also zur Diagnose gehe und mal sehen, welche Fehler auftauchen. Wie du siehst, leuchtet die Airbag-Leuchte immer noch. Es wurden also 2 Fehler gefunden. Nein, es gab bisher keinen Fehler. Also ECU-Scan 2. Der Basisfehler ist also gut 0. Netzwerk-Gateway 0. Verbindungsfehler und Motorfehler haben wir 2. Das wäre natürlich der Airbag. ABS 0, Lenkrad 0, Lenkwinkel. Da haben wir einen neuen Sensor eingebaut. Der ist 0, das ist alles ausgerichtet. Der ist 0, das ist alles ausgerichtet. Lenkrad 0, Airbag. Das müssen wir sehen. Crash-Abschaltung. Okay, das war, als es beschädigt wurde, Steuerkreis der Kühlmittelpumpe offen. Das war's. Also setzen wir das zurück. Bislang Motorfehler 0. OBD-Basisfehler 0, Netzwerk-Gateway 0, ABS 0, Beifahrer 0, Lenkwinkel 0, Lenkrad 0, Airbag-Fehler, liefert mir 11 Fehler. Also die Kommunikation ist verloren gegangen, weil sie offensichtlich das gesamte Armaturenbrett abgeklemmt haben, den Fahrer-Airbag, den wir ausgetauscht haben, den Beifahrer-Airbag haben wir ebenfalls ausgetauscht, Der Zündwiderstand des Beifahrer-Airbags ist offensichtlich zu hoch, weil er explodiert ist. Der Zündwiderstand des Gurtstraffers auf dem Fahrersitz ist zu hoch, weil dieser offensichtlich in den Unfall eingeschlagen ist. Der Zündwiderstand des Gurtstraffers auf der Beifahrerseite ist ebenfalls zu hoch, weil offensichtlich der Airbag ausgelöst wurde. Was noch? Also den Knie-Airbag auf dem Fahrersitz haben wir ausgetauscht. Der Beifahrer-Airbag wurde mit dem Schlüsselschalter deaktiviert. Das müssen wir tun. Der Schlüsselschalter für den Airbag auf dem Beifahrersitz wurde abgeschaltet. Unterbrechung, den tauschen wir aus. Redundanter Signalweg für den Beifahrer-Airbag zur Abschaltung. Zur Unterbrechung, wir haben erneut alle Airbags ausgetauscht. Führen wir jetzt einen Reset durch. Und hoffentlich. Und da haben wir es. Oh, es sind jetzt 2 Fehler aufgetreten. Also, Zündwiderstand des Beifahrer-Airbags. Ja, jetzt zeigt es an, dass ich den Beifahrer-Airbag ausgetauscht habe. Also sollte er ausgehen. Gurtstraffer auf der Fahrerseite, der hat sich auch geändert. Setzen wir ihn noch einmal zurück. So wie er immer wieder kommt. Aus irgendeinem Grund. Okay, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, geht die Airbag leider nicht aus. Ich habe jetzt alles geändert. Ich habe den Airbag geändert, ich habe den Beifahrer-Airbag geändert, ich habe den Knie-Airbag geändert. Ich habe auch den Seiten-Airbag geändert. Sowie die Sicherheitsgurte auf der Fahrerseite und der Beifahrerseite, sowie den Sitz. Aus irgendeinem Grund erhalten wir immer noch 2 Fehler in der Diagnose. Der Beifahrer-Airbag, das ist offensichtlich dieser.
Ich habe den Airbag jetzt auch ausgeschaltet, nur für den Fall, dass ich dachte, dass er funktioniert. Aber er ist jetzt auch aus. Gehen wir also zu weiteren Daten. Und hier kommt es an. Es erscheint der Fahrzeugfehlercode 943722. Der Kilometerstand stimmt 130.180. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Warum das passiert, weiß ich. Dazu muss ich noch mehr recherchieren. Wenn ich zu den unteren Daten gehe, lautet der Fehlercode 94384747. Zündwiderstand des Gurtstraffers des Fahrerairbags zu hoch. Jetzt wurde der gesamte Gurt einschließlich des Sensors und allem anderen ausgetauscht, ebenso wie das Modul hier darunter. Aus irgendeinem Grund tritt es immer noch auf. Das sind also die beiden Fehlercodes. Ich muss herausfinden, wo das Problem liegt. Ich setze es sicherheitshalber noch einmal zurück. Mal sehen, was es jetzt macht, aber es taucht immer wieder auf. Ich meine, wenn ich das mache, okay. Wenn ich das zurücksetze, können Sie sehen, wie die Airbag-Leuchte aus und wieder angeht. Es gibt also irgendwo ein Problem. Wenn ich jetzt zurück zu... Oh, was sagt das jetzt? Heizung, Klimaanlage. Setzen wir das mal zurück. Mal sehen, ob das zurückgesetzt wird. Zentralelektronik, elektronische Fahrzeugbatteriespannung. Offener Stromkreis, weil wir sie ein- und ausgeschaltet haben. Tankdeckel aktiviert, Kurzschluss schon wieder. Die Batterie war abgeklemmt, als wir alle Änderungen vorgenommen haben. Also ist nichts wieder da, außer dem Airbag. Alles andere ist aus. Also sind sogar die Motorfehler weg. Setzen wir es zurück. Es ist also nur dieser Airbag. Und wie Sie sehen, haben wir bei britischem Wetter Regen. Wir haben also das Problem, das wir gerade haben. Die beiden Airbags. Ich muss das also nochmal recherchieren und herausfinden, warum es immer wieder auftaucht. Aber wie Sie sehen können, ist die Windschutzscheibe erst einmal ausgetauscht worden. Das Auto sieht also gut aus. Und wenn ich ihn hochdrehe, oh, das hat... Oh, das klingt umwerfend. Also was wir jetzt machen werden, ist den Wagen auszuschalten. Wir werden uns diese Airbag-Probleme ansehen und dann werden wir wahrscheinlich eine weitere Folge machen, um die Folge mit dem Airbag-Fehler abzuschließen. Und wir werden herausfinden, was es ist. Wir diagnostizieren es und hoffentlich können wir das Problem lösen. Wir machen auch dazu ein Video, aber das ist vorerst die Marke des Wagens und der sieht umwerfend aus. Ich meine, sieh dir das an. Wir werden das Entertainment-System austauschen. Wir wollen ein 9 Zoll Android-System einbauen oder ein 7 Zoll System, vorzugsweise 9 Zoll, aber 9 Zoll beim blauen. Und der ist absolut umwerfend. Wir können das gleich im gleichen Radio machen. Ansonsten, Leute, es ist heute nur ein kurzes Video, eine kurze Folge zu diesem Thema. Das war nur der Abschluss. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir werden sehen, wie es mit dem Airbag-Fehler weitergeht. Wir werden sehen, ob wir das beheben können. Und dann machen wir noch eine weitere Folge, um das Ganze abzuschließen. Aber jetzt zeige ich euch das Auto nochmal von außen. Ich meine, es sieht gut aus. In dieser Folge reinigen wir das Auto kurz, den Motorraum und das äußere Raum und das äußere. Wir polieren es, wachsen es und behandeln es mit Politur. Und wir werden sehen, wie es aussieht. Hoffentlich werden wir all diese Kratzer los. Wenn ich näher herangehe, sehen wir hier diesen Kratzer. Wie ihr es sehen. Ihr könnt, löst er sich, aber das Auto muss gründlich gereinigt werden. Wir haben die Felgen gründlich gereinigt und die sind wieder schmutzig geworden. Also rein damit kommen. Nur um zu sehen, wie sie rauskommen. Hoffentlich sehen sie dann gut aus. Aber das Beste an diesem Golf ist Folgendes. Sobald ich den Verschluss aufschließe. Oh ja, die Alarmanlage mit vollständiger Schließung. Schaut euch das an. Damit könnt ihr nichts falsch machen. Der Innenraum sieht dreckig aus. Schau dir das an. Gib es deiner Familie zur täglichen Benutzung und sieh, was passiert. Sogar ein fauler Apfel ist da drin. Bin mir nicht sicher, ob dir das aufgefallen ist, aber ekelhaft. Okay, lass uns trotzdem das Auto abschließen. Alle Fenster gehen hoch. Schau dir das an. Ich liebe es. Wir sehen uns bald, Leute.